Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial hier. Das mache ich aufgrund eines Kommentars. Ein älteres Tutorial ist wohl nicht so toll, beziehungsweise ich will mir mehr Mühe geben, das verständlich darzulegen. Ähm, Zunächst aber einmal in eigener Sache. Die Situation in der Ukraine, Menschen sterben dort, es ist Krieg und das wird auch, ich werde das Video auch untertiteln, russisch und ukrainisch, dann werden hoffentlich auch noch einige Russen eben in ihrem Land das lesen können und vielleicht mal ein bisschen recherchieren, was wirklich in der Ukraine los ist. Da sterben Menschen, da werden schwere Kriegsverbrechen begangen, so muss ich vermuten. Wissen tue ich das nicht, was die Kriegsverbrechen angeht, aber bitte informiert euch da, auch wenn Facebook und Instagram als extremistisch abgedreht worden sind in Russland. Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu informieren. So, aber jetzt wieder weg von der Politik und hin zum Video. Wenn euch Video wie dieses hier interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos, die ich einstelle, informiert. Und ein Daumen nach oben bedeutet, dass ihr halt von YouTube Videos angezeigt bekommt, die ähnlich wie meine Videos sind. So, damit dann weiter im Text. Ich starte einmal FreeCAD. So, FreeCAD ist hier in der Version 0.20 und dann schauen wir mal gerade, welche Version das ist. Das ist die 0.20 und die Version 26306. Die ist hier vom 5.11.21. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine neuere Version. Das ist das Erscheinungsdatum wahrscheinlich der 20er Version, aber nicht das Compile-Datum dieser. Das sind so Weekly Builds, die ich hier nutze. So, dann wir starten eine neue Datei und dann einmal zum Thema. Und zwar, es wird immer wieder gefragt, wie fräse ich Text in Objekte. Und da gibt es verschiedene, oder eigentlich gibt es eine Möglichkeit, aber verschiedene Arten, wie man das machen kann. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Man kann nicht alles im Part-Design-Modus machen. Da gibt es nichts für Text. Da muss man dann in den Draft-Modus wechseln, um eben den Text zu generieren. Dann muss man in den Part-Modus wechseln, um den Text dreidimensional zu machen. Und dann wieder in Part-Design-Modus. Da machen wir eben die Objekte, die gefräst werden sollen. Also die in die reingefräst werden sollen. So, damit das jetzt nicht allzu einfach wird, machen wir ein Objekt, was ein bisschen schräge Flächen hat, damit man sieht, wie man dann die Texte auf diese Flächen gesetzt bekommt. Wenn die Zeit reicht, schauen wir uns noch ein Makro an, um Text auch auf den Kreis setzen zu können. Muss ich mal gucken, ob das passt. So, wir sind wieder im Part-Design-Modus und ich habe eine neue Datei erzeugt. Wir erzeugen einen neuen Körper und in dem Körper eine Zeichnung. Und da machen wir jetzt ganz einfach auf die XY-Ebene die Zeichnung. Und das soll ein Sechseck geben. Das soll hier ruhig zentrisch sein. Das muss man mit der linken natürlich beenden. So, machen wir es nochmal so. Und dann das hier, das soll horizontal werden. Und dann die Länge von dem hier, das sind 40, ja, aber ruhig 40 mm. Also, so sieht das dann in der dreidimensionalen Ansicht aus. Wir schließen das Ganze und machen da eine Aufpolsterung. Und nicht nur 10, sondern die machen wir mal 50 mm. So, das wäre jetzt so eine Kiste hier. Und jetzt kann man hier oben noch was drauf konstruieren. Wir haben ja hier im Prinzip dieselbe Zeichnung wie unten.
Das heißt, es wird dieser Sketch hier erst einmal kopiert. Und dann können wir hier das aufklappen und das weg. Dann ist nur der Sketch selektiert. Okay. Einmal STRG V drücken. Ich mache mal oben die Tastenkommandos an, dann seht ihr, was ich drücke. Dieser Sketch soll auf diese Fläche. Den kann ich jetzt entweder direkt auf die Fläche setzen oder ich erzeuge mir Datum Planes. Das machen wir mal gerade. Den Sketch kann ich jetzt aber erstmal hier in den Körper reinschieben. Und dann machen wir die Datum Planes. Dazu machen wir diesen Origin hier an. Einmal sichtbar machen, dann selektieren wir diese Fläche und erzeugen eine Datum Plane. So, die ist auf der XY Plane und die soll in Z-Richtung genau die 50 mm verschoben werden. Dann liegt die dort oben auf. Dann gehen wir wieder her, selektieren die XY-Fläche. Na komm. Das ist wirklich manchmal ein bisschen nervig, das Selektieren dieser Planes hier. Und dann machen wir nochmal eine Datum Plane. Und die wird jetzt nicht 50 mm verschoben, sondern machen wir mal 100. Machen wir mal 80. So. So, das sind die beiden Datum Planes. Den können wir Namen geben. Das hier ist 50 und die hier, die heißt 80. Und die können wir unsichtbar machen. Die stören nur. So, diesen Sketch hier möchte ich nun auf die 50er Datum Plane legen. Das heißt, wir selektieren hier die 50er Datum Plane, dann diese Funktion hier, wählen welchen Sketch, die 001 und OK und Flatface empfohlen. Jo. So, dann der Sketch lag schon vorher dort oben. Ne, lag er nicht. Jetzt liegt er da oben. Und wir müssten jetzt noch einen zweiten Sketch auf die 80er legen. Da machen wir nochmal eine Kopie. Das heißt, ich drücke nochmal STRG V. Das ist immer noch in der Zwischenablage. Schiebe das auch hier in den Körper. Und die wird jetzt auf die 80er geschoben. Das machen wir hier. Und das ist jetzt Sketch 002. Flatface OK. Selektieren wir, da ist die da. Und die ist da. So, die soll jetzt aber kleiner werden. Wir editieren diese hier und machen hier einfach mal eine 20 raus. Gucken, passt das so? Ja, das passt. Schließen das Ganze. Jetzt selektiere ich erstmal den Sketch 001. Wir machen eine sogenannte addierende Ausformung. Das heißt Loft im Englischen. Das wird auch da unten angezeigt. Das heißt einfach Loft auswählen. Ihr kriegt erstmal hier so ein Ausrufungszeichen. Ist noch nicht fertig. Kann auch nicht sein, weil das zweite Sketch muss noch rein. Das heißt, wir fügen einen Schnitt hinzu. Und zwar Sketch 002. So sieht das dann korrekt aus. Das Ausrufungszeichen ist weg. Einfach OK drücken. Und jetzt haben wir oben so ein Dach drauf gesetzt. Jetzt haben wir genügend Flächen, auf die wir Texte setzen können, um zu probieren, wie das funktioniert. Gut, überlegt man sich, wo machen wir Text drauf? Ich sage einfach mal erstmal auf diese Fläche hier. Wir machen den Origin hier erstmal unsichtbar und da soll jetzt Text drauf. Ich wechsle jetzt in den Draft-Modus. Da muss ich dazu sagen, da muss ich immer ein bisschen überlegen, was da funktioniert, wie es klappt, weil so ganz einfach oder ersichtlich ist es nicht. Also ich wechsle auf den Draft-Modus. Jetzt hat er erstmal hier unten die XY-Ebene als Ebene, in die jetzt Text gesetzt wird. Soll aber auf die kommen. So, dann selektieren wir die Fläche hier. Und dann ist das soweit. Ich fasse hier über diese Funktion. Und dann wechselt das auf Benutzer definiert und dann habe ich die Fläche da dran liegen. Schön. So, da machen wir jetzt einen Text rein. Das ist mit dieser Funktion hier, die heißt Form von Text. Das heißt, das wird ausgewählt. Dann haben wir hier den Startpunkt. Das ist in dem Fall hier x0, y0. Oder machen wir es mal ruhig hier so hin.
kann man sich da unten überlegen, minus 10 und minus 35. Das kann man hier tippen, minus 10. Ah, das war nicht gut. Machen wir es nochmal. Text. Ich mache es einfach mal jetzt wirklich mit dem Cursor. Jetzt ist das da eingerastet. XY, dann eine Zeichenkette. Da machen wir jetzt mal A1. Texthöhe 10 mm. Da machen wir mal eine 20 raus. Und jetzt muss hier eine Schriftartendatei gewählt werden. Ich bin hier in Linux. Und daher habe ich mir hier so ein Verzeichnis gemacht für meine Schriftartendateien. Und zwar, das ist Verzeichnis Fonts, heißt das. Da haben wir es, Fonts. Und dann können wir hier einfach tippen, Arial. Wieso hat er nur den? Das weiß ich jetzt auch nicht. Gehen wir mal auf die Suche hier. Sollte eigentlich nicht so sein. Arial TTF. So, ich glaube mit kleinen Buchstaben. Ich habe es mit groß angefangen. Also den wählen wir, Arial, öffnen. Und jetzt kann man OK drücken und dann kommt der Text dort hin. Und da ist er, A1. So, der ist jetzt vielleicht noch nicht korrekt vom Platz. Das heißt, dann können wir hier bei den Aufgaben, da haben wir zum Beispiel versetzen. Das heißt, versetzen. Nee, versetzen ist es nicht. Es ist verschieben natürlich. Verschieben. Dann wird hier der Startpunkt 000. Das können wir so übernehmen. Und dann kommt die Differenz. Und dann können wir hier sagen, okay, den setzen wir um minus 12. Dann Tab drücken, 0, Enter drücken. Hat er das jetzt gemacht? Ja, das ist alles nicht so einfach. Das sind so die Sachen, wo FreeCAD ruhig ein wenig mitteilsamer sein könnte. Also Shapestring verschieben. So, das ist, glaube ich, der Startpunkt erstmal. Ach, und unten die Länge. Ja, okay. 0, 0, 0. Und dann können wir da jetzt wechseln hier unten hin. Wir können sagen, hier 12 mm und Winkel. Ich weiß nicht, was das Häkchen soll. Minus 180. Und jetzt ist der darüber geschoben, ist aber zu weit. Kann man STRG Z drücken, machen wir es wieder zurück, nimmt man ein bisschen weniger, verschieben, 0, 0, 0, Länge 8, Winkel 100, minus 180. Shapestring verschieben. 0, 0, 0. So, man muss dann erstmal mit dem Cursor bewegen, dann kann man erst hier, ja, das ist, dann kann man hier rüber gehen, kann das sagen, das ist 8 und minus 180. So, jetzt sieht das gut aus. Okay, ihr merkt, es ist nicht ganz einfach, den Text dahin zu schieben. Das könnte einiges einfacher sein. So, jetzt machen wir erstmal hier eine Fräse raus. Das heißt, ich wechsle jetzt in den Part-Modus. Habe hier den String, der wird selektiert und dann können wir hier eine Aufpolsterung machen. Extrudieren heißt das hier im Part-Modus. Und dann können wir entlang der normalen, das ist korrekt, und wir können eine benutzerdefinierte Richtung wählen.
Das machen wir auch nicht, weil wir haben ja oben entlang der normalen gewählt. Und dann können wir das sagen, wir möchten das symmetrisch machen. Das macht in dem Fall Sinn. Und dann, wir möchten 10 mm reinfräsen, dann machen wir hier eine 20 raus. Das heißt 20 mm nach außen, 20 nach innen. So, soweit ich weiß, können wir einfach Enter drücken. Und dann haben wir den Text da. Jetzt schaut man sich das einmal an. Ich mache einfach mal den Körper hier. Da wird STRG D gewählt, STRG D gedrückt. Dann können wir das transparent machen und dann sieht man, dass die Fräsung da so reingeht. Jetzt ist das ein bisschen tief, die 10 mm. Das ist ein Zentimeter da rein. Das macht wenig Sinn. Wir schließen erstmal hier die Funktion ab. Dann kann man hier das Extruieren auswählen, hier auf Modell wechseln. Und hier unten hat man dann die Werte. Das heißt, da irgendwo findet man den Wert. Und zwar, ich glaube, bei Daten, der Normal, der Link, und da haben wir die 20 mm. Da machen wir jetzt einfach mal eine 8 raus oder eine 6 sogar. Ja, machen wir eine 6 daraus. Und dann ändert sich das und dann ist das jetzt hier 3 mm nach innen, 3 mm nach außen. Also die Fräse für den A1. So, bevor ich das jetzt da reinfräse, mache ich noch einen Text, und zwar hier oben auf die Fläche. Das heißt, ich wechsle in die Ansicht, das machen wir jetzt aber hier mal auf diese Fläche. Wir gehen wieder in den Draft-Modus, Draft Workbench, und es wird wieder hier auf diesen Knopf gedrückt und dann sieht man, da liegt jetzt diese Zeichnung hier so drauf, aber leider krumm. Das heißt, da wird jetzt der Text so schräg kommen. Da muss man hinterher den Text gegebenenfalls noch drehen oder man muss dieses Koordinatensystem hier drehen. Wie das funktioniert, das Drehen des Koordinatensystems, das weiß ich im Moment nicht. Ich werde es rausfinden und dann noch ein Video machen, wie man das besser hinbekommt. Also wenn ich jetzt hier auf diese Fläche einen Text mache, das heißt, wir gehen wieder her, sagen, okay, mach mir einen Text und wir schauen uns hier das Koordinatensystem so an und ich mache hier einen neuen Text, der heißt jetzt B2 zum Beispiel. Wir wählen einfach erstmal einen Punkt hier aus. Hat er den jetzt gemacht? Ich bin nicht ganz sicher. Machen wir nochmal den Text. So, den deselektieren und den Text. So, da sind wir hier auf diesem Koordinatensystem. Da machen wir den hin. Da wählen wir den Text B2. Schrifthöhe 20. Schriftarten, Datei. Jetzt tippen wir das hier Areal klein, dann sieht man das auch direkt und öffnen. So, dann sagen wir okay und dann kommt der Text dahin, die B2. Das ist einmal zu groß und halt falsch gedreht. Da müssen wir jetzt wirklich schauen, wie wir das vernünftig hinbekommen. Also einmal den Text selbst, den kann ich auch, wenn ich hier in die Daten reingehe, dann kann ich die Höhe ändern. Da machen wir jetzt mal 12 raus. Und so nehmen wir den, dann mache ich daraus eine Fräse. Das heißt, da kann ich jetzt wieder in den Part-Modus wechseln und die Funktion hier extrudieren auswählen. Da mache ich jetzt direkt das Richtige. Das heißt wieder symmetrisch, aber nur 6 mm. Und da ist der Text. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kriege ich den denn jetzt gedreht. Also wir sind auf diesem Koordinatensystem hier. Das heißt, ich kann jetzt diesen Text selektieren. Hier auf Wechseln auf Aufgaben. Also macht er das nicht. Da sieht er hier, das ist nicht richtig.
So. Alles transformieren, das wechselt in ein Standardkoordinatensystem und findet nicht auf dieser Zeichnung hier statt. Das heißt, das können wir abbrechen. Wir müssen es im Draft-Modus machen. Das ist das Wichtige. Wir wechseln in den Draft-Modus, selektieren den Text, wechseln auf Aufgaben und dann haben wir hier Drehen. Dann können wir jetzt erstmal einen Mittelpunkt definieren. Um welchen Punkt möchten wir denn drehen? Das könnte ruhig dieser Punkt hier sein. Und dann wird jetzt der Winkel angegeben, Basiswinkel 0, das ist der Startwinkel. Und dann kann man das hier so dranhängen und dann kann man wählen, was ist das für ein Winkel? 320. So. Genauso kann ich den Text jetzt hier nach unten schieben, weil ich befinde mich auf diesem Koordinatensystem. Das heißt, ich kann Verschieben wählen, wähle erstmal einen Startpunkt und dann kann ich den hier so runterziehen. Bis mir das gefällt, so gefällt mir das, dann beenden wir den Draft-Modus und wechseln in den Part-Modus. So, im Part-Modus habe ich jetzt ein Body und 2 Extrudes. Daraus mache ich jetzt erstmal Körper. Das machen wir im Part-Modus, indem wir Formteil Create a Copy und dann Form aufbereiten wählen. Ich habe die Funktion mir hier hinten hingelegt, weil ich die öfters brauche. Die werde ich jetzt auch wählen. Ihr wisst, ihr könnt da über das Menü drankommen oder ihr legt euch auch diese Form aufbereiten irgendwo auf die Oberfläche. Die macht immer Sinn. Also wir machen erstmal eine Kopie des Bodies, das heißt dieses Sechsecks, und dann wird das hier unsichtbar und da haben wir das Sechseck. Können wir auch ruhig benennen. Sechseck. So, dann haben wir den hier. Dann machen wir auch eine solche Kopie von und die nennen wir einfach mal A1. Und aus dem zweiten Extrude dort, da machen wir auch eine Kopie und die nennen wir A2. So, jetzt können wir boolsche Funktionen nutzen. Das heißt, ich selektiere das Sechseck und den A1 und wähle hier die Funktion Differenz. Die Funktion Differenz geht nur mit einem Objekt. Ich kann also nicht beide gleichzeitig selektieren. Also ich wähle die. Und dann habe ich da den Text reingefräst. Und das machen wir hier oben auch. Wir selektieren jetzt den Cut. Das ist das, was aus dieser Funktion hier in den Baum eingesetzt worden ist. Selektieren dann das A2 und wiederum die Funktion Differenz. Und dann haben wir auch den zweiten dort reingesetzt. Aus dem Cut machen wir wieder eine Kopie zur Sicherheit. Und das nennen wir jetzt Sechseck-Text. So, und jetzt möchte ich das nehmen und da weiter im Part-Design-Modus mitarbeiten. Dann empfehle ich immer erst einmal in den Draft-Modus zu wechseln und hier auf dieses Gitter zu drücken. Dann ist nämlich dieses Koordinatensystem nicht mehr sichtbar. Dann wechseln wir in den Part-Design-Modus. Ich selektiere dieses Objekt hier und mache einen neuen Körper. Und dann legt er mir automatisch hier ein sogenanntes Base-Feature an. Und hier kann ich jetzt weiter zeichnen. Kann also hier oben das selektieren, kann sagen, da möchte ich eine Zeichnung drauf machen. Da kommt noch ein Kreis drauf. Der kriegt einen Durchmesser von 22 mm. Und das wird da jetzt reingefräst und durch alles. Dann ist das so durch und dann können wir jetzt alles machen, was man mit dem Teil so machen will. Und ich habe eben diese Texte da drauf gesetzt. So,
Das machen wir jetzt erstmal unsichtbar. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme mit dem mit diesen Kreistexten. Das war nicht ganz so trivial. Das heißt, ich bin im Part Design Modus. Wir beenden das einmal hier. Ich mache einen neuen Körper. Und zwar, das wird einfach eine Zeichnung auf der XY-Ebene. Und das wird ein Kreis und er kriegt einen Durchmesser von 100 mm. Okay, so, dann wird das aufgepolstert. 50. So, da soll jetzt irgendwelcher Text drauf. Dann zum Makro. Das sieht folgendermaßen aus. Über Werkzeuge, Add-on Manager kann man sich einmal Workbenches installieren, aber auch Makros. Das heißt, es wird einmal hier gewechselt auf die Makros, dann wieder ein bisschen gewartet. Und dann gibt es hier verschiedene Makros und das Makro, was ich jetzt suche, das heißt FC für FreeCAD und dann Circular Text und das ist installed. Das würdet ihr jetzt hier auswählen und würdet sagen, bitte installiert das. So, das geht hier über ausgewählte Installieren, Aktualisieren. Ich könnte es jetzt aktualisieren. So, da kommt eine Meldung hier, Version 0.18, wir haben die 0.20, das läuft also. Also wir können das installieren, danach wird FreeCAD geschlossen, wird, wenn es neu installiert worden ist, neu gestartet und dann kann man nun dieses Makro aufrufen, und zwar indem man auf Makros wechselt und dann einfach hier auf Makros. Bei aktuellem Makros müsste ich das auch drin haben. Habt ihr auch, wenn ihr das installiert habt, da ist es FC Circular Text. Und da kommt wirklich hier so ein nettes Fensterchen und da sieht man, was man machen kann. So, Text Tutorials, Ausrufungszeichen. So, dann, man kann Text auf eine Helix setzen, Outdoor, Indoor, wie eine Uhr, wenn man halt eine Uhr beschriften will. Also wir nehmen jetzt das Outdoor. Ja, da muss man ein bisschen, also verstehen tue ich das jetzt nicht. Jetzt ist es wieder korrekt, die Darstellung. Also ich denke, dass das ein Fehler ist. Aber es ist ja auch kostenlose Software. Also, der Radius des Kreises. Das Ding hat ja einen Durchmesser von 100 mm. Also ist der Kreisradius 50 mm. So, die Zeichenhöhe machen wir mal auf 10 mm. Fängt bei 0 Grad an und endet nicht bei 360 ganz rum. Das will ich nicht. Ich sage einfach mal 75 Grad. So. Korrektur, Angel, das bedeutet, dass der Text eventuell ein bisschen noch gedreht wird, damit er schöner aussieht. Und beim Radius gibt es sowas auch. So, jetzt gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, Schrift hat er hier Ubuntu M. Gucken, ob ich da auch Areal habe. Wir nehmen einfach mal Ubuntu M. So, jetzt muss man gucken, was wählt man hier. Also, Command, Punkte, Kreis. Wir möchten aber Outdoor haben. Wir versuchen es einfach mal. Execute. Execute and Process. Also Process and Compound
of the characters. Was ein Compound, was er damit meint, das weiß keiner. So, ich denke mal, wir können hier direkt ein Extrude angeben, und zwar die Schrift, da machen wir einfach mal 3 mm und lassen das einfach mal laufen. Also da ist was passiert. Was macht er mal? One and Compound. Okay, wir schmeißen die erstmal wieder raus. Oh, hier mal. So, haben wir es erstmal wieder gelöscht. Und dann sieht man hier, ach, da macht er einzelne. Alles klar. Schmeißen wir die auch mal raus. Das auch raus. So, da haben wir wieder unser Grund. Und ich mache mal One and Compound. Und Exit. So, dann machen wir den Körper erstmal unsichtbar. Das ist ein bisschen klein. Okay. Das heißt, wir löschen erstmal alles hier. Die Texte. Und machen den mal wieder sichtbar. Was hatte ich denn hier gewählt? Sketch. Das ist ein Durchmesser von 100 mm. Okay, versuchen wir es nochmal. Also, wir gehen aus dem Sketch heraus und gehen auf Makros. Aktuelle Makros. FC Circular Text. Radius of Circle. Also, vielleicht habe ich den ja auf 10 wieder hinterher eingestellt. Versuchen wir es nochmal. Okay, wir machen hier mal 51. Dann machen wir 50. Komm. 50. 8. Von 0 bis 75. Korrektur. Winkel 5. Da hat er jetzt direkt was eingestellt. Und One and Compound. Beenden. Ja, das sieht schon besser aus. Das heißt nur die 75 Grad. Erstmal habe ich den Text nicht geändert und die 75 Grad sind viel zu wenig. Das heißt, ich lösche das erstmal nochmal. Und auch die ganzen Texte. So, dann machen wir den wieder sichtbar. Und wir machen nochmal das Makro. FC Circular Text. So, dann, das wird Tutorius Ausrufungszeichen. Und das wird 50 8 0 bis 120 515 und One and Compound. Exit. So, das sieht schon besser aus. So, man sieht hier aber eine wirklich, das ist nicht so ganz nett. Und zwar die Buchstaben, die haben keine Lauflänge. Das heißt, das U, das müsste eigentlich hier viel weiter rüber. Und deshalb ist das gar nicht so einfach, damit was Vernünftiges hinzubekommen. Machen wir es nochmal. Löschen. Jo. Weg damit. Wir wählen nochmal die Funktion Makro Circular Text. So, das heißt, wir machen wieder hier die 50, die
8, da machen wir jetzt mal eine 6 raus. Und das waren 0 bis 120 Grad. 15 und ich habe wieder vergessen, den Text anzupassen. Er übernimmt halt nicht, lässt den alten Text, den ich gewählt habe, halt nicht stehen. Leider. Also ist ja nett, dass es ein Makro ist. Ich muss das nicht alles neu machen. Makro, Circular Text. So, nochmal 50, 6. Und dann machen wir hier jetzt wirklich den Text rein. Tutorials. Ausrufungszeichen. So, von 0 bis 120 Grad und Exit. So, jetzt kann man diesen Text hier, dieses Compound, das ist wohl jetzt ein Objekt und da sollte ich jetzt im Part-Modus eine Aufpolsterung von machen können. Das gucken wir mal, ob das wirklich funktioniert. 2 mm symmetrisch und ne, das macht er nämlich nicht. Löschen wir das hier mal raus. Schließen das. Ich glaube, so habe ich das vorhin gemacht. Dann haben wir jetzt die einzelnen Buchstaben da und da können wir jetzt hier raus Aufpolsterung machen. Aufpolsterung. Symmetrisch 2. Und den auch. Und also auf die Art würde ich das machen und dann kann man auf den Körper hier wieder eine solche 3D-Repräsentation machen und kann nun einfach das hier davon abziehen. Das heißt du und bitte weg. Und dann haben wir den Text da reingeschnitten. Den könnte ich jetzt natürlich auch nach oben setzen. Das heißt, das machen wir jetzt mal gerade. Das geht auch nachträglich, weil das ist hier schon parametrisch. Das heißt, den hier. Wir gehen in den Draft-Modus. Da ist aber noch völlig die falsche Ebene eingesetzt. Das heißt, ich selektiere das hier, Benutzer definiert, und jetzt kann ich hier das verschieben. Ich will aber nicht den verschieben, sondern nur das S. Du bitte verschieben. Ich habe es U erwischt. Egal. Ach, natürlich habe ich es U erwischt. Und dann können wir hier jetzt Extrude, beziehungsweise wo haben wir den Cut, und davon den Extrude und den abziehen im Part-Modus mit dieser Funktion. Und dann haben wir es auch da reingeschnitten. Okay, ich hoffe, das bringt euch ein bisschen weiter. Also diese Funktion ist nicht ganz nicht ganz einfach zu nutzen. Da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen. Wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!